Hi und herzlich willkommen zu einem kurzen Überblick von meinen Handarbeitsprojekten. Ich habe sie alle drei hier schon liegen, denn ich habe diese Woche nicht an mehr gearbeitet. Ja, du siehst es ist einmal stricken, einmal häkeln, einmal sticken, also von allen etwas. Irgendwie können sich meine Hände nicht entscheiden. So, ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal mit dieser Decke hier, mit dem Sticken. Das ist ja der Lavendel und ja, ich habe da dran nur diese Seite, ich glaube so, gestickt. Jemand, der geübter ist im Sticken wie ich, der hat das bestimmt definitiv schneller fertig. Aber ich lasse mir auch Zeit und genieße das richtig. Und ja, finde es bis jetzt sehr schön. Dann ist sozusagen die eine Seite fast fertig mit dem Ornament. Gefällt mir sehr gut. Ich bin jetzt auch gespannt, wie es hier mit dem Lavendel weitergeht, weil den wollte ich dann jetzt schon machen. Wenn ich hier das Ornament fertig habe, mache ich die Schleife und dann vielleicht schon den Lavendel, bevor ich hier an die zweite Seite gehe mit dem Ornament. Mal schauen. Ja, und hier ist ja auch ein bisschen Farbwechsel drin sozusagen. Ja. Ja, macht immer noch sehr viel Spaß. Ich finde es super. Und um das Ganze so mal für mich zu testen und zu gucken, finde ich das Projekt gar nicht so schlecht. Weil ich finde es nicht so groß, es ist nicht so viel auf einmal. Ja, genau. Das ist einmal das. Dann habe ich hier an meinem Tuch weiter gehäkelt. An der Decke habe ich dieses Mal gar nicht gehäkelt, aber ist nicht schlimm. Das dann beim nächsten Mal. Das Tuch wird mit einer Dreiernadel gehäkelt und ist ein Bobbel von den Märchengarnen. 50 Baumwolle, 50 Polyacryl und zwar Nordlicht heißt dieser hier. Er ist ein Vierfach-Bobbel und hat 250 Gramm. So. Und ich glaube, da kamen jetzt drei Mustersätze dazu. Genau. Also dreimal das Muster 1, 2, 3. Und auch sozusagen ein ganzer Farbwechsel von Faden kam dazu. Ja, sehr schön finde ich. Also ich finde auch hier dieser schöne zarte Übergang von den Farben, von dem Grün jetzt in dieses schöne Blau rein, finde ich, ist schön gelungen, sieht super aus, ist klasse. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch mit der Dreiernadel gehäkelt. Ja, das ist so meins. Sehr schönes Tuch. Und auch das Muster gefällt mir halt sehr gut. Ja, mit dem Bobbel dabei. Ich finde, das passt gut. Auch sehr gut zu diesem Farbverlauf, dieses Muster. Genau. Ich wollte jetzt mal schauen, dass ich dieses Muster ja ähnlich auch in meine Decke reinbekomme. Aber da muss ich noch ein bisschen gucken mit der Aufteilung. Ich könnte auch mal schauen. Ich wollte mir mal bei Amazon so ein Häkelmusterbuch noch bestellen, so ein größeres. Und dann da mal nachgucken. Denn
Da hat eine Freundin gesagt, dass die Muster dann da einzeln erklärt sind, auf nicht als Tuch, sondern sozusagen als Rechteck oder Quadrat. Und da sind dann die Mustersätze erklärt. Und da dachte ich, dann kann man das vielleicht auch so ein bisschen ummodeln, dass das halt auf das Tuch passt. Ja, oder auf die zwei Seiten einfach passt. Ja, auch nicht auf das Tuch, auf die Decke passt. Hat ja dann 4 Seiten. So rum. Ja, genau, auf jeden Fall finde ich das auch sehr, sehr schön. Ja, dann habe ich hier noch meine Strickarbeit liegen. Einmal mit dem Gründel Pretty 100% Polyacryl. Es hat 166 Meter ein Knäuel. Ein Knäuel ist schon drin. Und das da ist jetzt sozusagen das dritte. Ich habe, glaube ich, 4 oder 5 davon. Ja. Und hier ist das zweite. Es ist schon recht dünn geworden. Und hier ist einiges reingewandert. Ich habe mir immer noch keine Nadelstopper hier gekauft. Aber bis jetzt geht das so. Entschuldigung. Ja, das ist jetzt einmal der Stand. Ich werde noch den kompletten angefangenen Knäuel auf jeden Fall reinstricken. Und dann ist sozusagen, würde ich sagen, das Rückteil der Weste fertig. Aber mal schauen. Dann werde ich vorne noch das links und rechts sozusagen anfangen und einmal hochstricken. Und ich dachte dann, ich habe mir das sehr einfach vorgestellt, dass ich das dann oben an den Schultern einfach zusammen nähe. Aber mal gucken. Ich weiß noch nicht. Ich werde es erfahren. Ich werde noch ein bisschen schauen. Und dann werde ich es versuchen umzusetzen. So wie ich mir das denke. Ja. Hier ist einmal der Markierer. Und das Stückchen hier kam dazu. So. Ach ja, es ist warm. Es ist wirklich warm. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Ich freue mich, dass der Sommer da ist. Gut, so warm muss er nicht unbedingt sein, aber ich nehme das Wetter immer, wie es kommt und freue mich einfach darüber. Ja. So, Markierer ist versetzt. Wie gesagt, das Stückchen hier kam dazu. Und dann mal schauen, was nächste Woche dazu kommt. Jetzt am Wochenende weiß ich gar nicht, ob ich da noch zum Handarbeiten komme, weil wir haben Geburtstag anstehen und dann mache ich noch Kuchen. Also bringe ich Kuchen mit, 2 Stück. Und ja, mal gucken, wie die jetzt bei der Hitze werden. Ich habe einmal, wurde ich gefragt, ob ich eine Schwarzwälder Kirsch mitbringe und einen Pfirsichboden. Ja, da bin ich wirklich mal gespannt, ob der Biskuit und so und die Sahne was wird. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall häkel ich hier meine Weste mit einer 6er Nadel. Und wie gesagt, ein Knäuel ist schon drin. Das habe ich auch ganz schlicht und einfach nur hier verknotet und dann einfach weiter gestrickt. Ja. So. Ja. Das sind ganz kurz und knapp meine Handarbeitssachen, die ich diese Woche in der Hand hatte. Nicht viel, aber ein bisschen was und ich finde auch den Fortschritt ganz gut. Bin ich sehr zufrieden mit.
Und ja, schreib mir gerne mal an, was du gearbeitet hast. Ob sich vielleicht deine Hände auch nicht entscheiden können, was sie am liebsten machen wollen. Und dann wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Zeit, bleib gesund und ich würde mich freuen, wenn du mir ein Däumchen nach oben da lässt und das nächste Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, mach's gut. Tschüss.